Willkommen zu einem neuen Video hier bei Apple on the Road. Wie manche von euch vielleicht in den Instagram Stories und auf den Bildern schon gesehen haben, haben wir uns dazu entschieden, nicht weiterzufahren hier von Mission Surf, sondern noch ein bisschen zu bleiben und ihnen noch ein bisschen zu helfen mit all den Arbeiten, die sie zu erledigen haben. Ist der Rhythmus meines Lebens. Weiter geht's in Tag 3 mit dem Terrassenbauprojekt. Dann haben wir noch den Terrassenbelag zugeschnitten. Aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir 3 Elemente machen, à 1,20 Meter. Dann kann man die auch nachher besser rausnehmen und wir schrauben es jetzt diesmal von unten, damit man die auch später noch auswechseln kann. So, ich fange jetzt hier gerade an mit dem ersten Belagselement, Fußboden-Belagselement. Ich schraube das einfach links und rechts an Latten von unten zusammen. Wir haben hier die tollen Schrauben mit Kreuzschlitz, also die gibt es hier ganz normal im Baumarkt zu kaufen. Torx-Schrauben kriegt man fast gar nicht und wenn, dann sind sie schweineteuer. Deswegen machen wir das jetzt mit denen. But you have to hold it tight, Christian. Hold it really tight. Yeah, and straight down. No, hold it. There you go. Oh, we got that. Oh, push. A little push. Hey, push. But Jimmy, you can let somebody else do it. Yeah. So, Tag 4 im Terrassenbauprojekt. Gestern haben wir ja wirklich mal einiges hingekriegt. Nicht so viel wie ich wollte wieder mal, aber einiges. Wir haben die Elemente fertig gemacht für den Belag. Die ganzen Balken sind gestrichen für die Unterkonstruktion und die ganzen Latten fürs Geländer. Und jetzt heute können wir nur ein paar Stunden machen, weil die hier dann Besuch kriegen. Daher schauen wir jetzt, dass wir den Belag unten reingelegt kriegen. Also erst die Unterkonstruktion fertig kriegen, dann den Belag unten reingelegt kriegen. Und vielleicht noch eine Seite vom Geländer, wo wir noch das Holz dafür haben. Ein bisschen Holz müssen wir noch besorgen, die waren gestern ausverkauft, das kriegen wir erst am Montag. Aber ja, für heute haben wir genug zu tun und dann sieht man endlich auch mal einen Fortschritt. So, wie ihr sehen könnt, liegt der Bodenbelag, ist fertig, hat jetzt relativ gut funktioniert, man kann es auch angucken. Wir sägen jetzt noch die Hölzer zu für die Geländer, damit wir mit dem Teil vom Geländer schon anfangen können. Und dann warten wir bis am Montag oder Dienstag, bis wir das restliche Holz kriegen. Ein kleiner Tipp, wenn ihr mal solche Elemente macht, egal ob Terrassenelemente oder auch irgendwas anderes, es ist immer wichtig, dass das Zeug im rechten Winkel ist. Einfach sieht es nachher besser aus und es passt auch viel besser überall rein. Als kleiner Trick kann man dafür ein Maßband oder einen Meterstab nehmen und dann messt ihr einfach über Kreuz jeweils die Diagonale und wenn die beiden Maße dann gleich lang sind, dann ist genau im rechten Winkel. Das funktioniert hundertprozentig immer und ist auch eine ganz, ganz einfache Methode. Jetzt machen wir das mal an unserem Element. Wichtig ist, dass ihr dabei immer die gleichen Punkte nehmt. Messen wir hier 1,99 Meter und in die andere Richtung 2 Meter und 3 Millimeter. Das heißt, die Richtung ist ein bisschen länger. Die muss also kürzer werden, damit wir genau im rechten Winkel sind. Halten wir hier fest. Jetzt haben wir hier genau 2 Meter. Und hier haben wir auch 2 Meter. Und das war's schon. Also nachdem wir jetzt die
ganzen Elemente für die Geländer fertig gemacht haben, müssen wir die jetzt natürlich hier noch hinschrauben. Jetzt müssen wir halt dran denken, dass man das immer wieder auch rausnehmen muss. Also die wollen das nachher so einmal im Jahr ungefähr, wollen die das wieder einölen, einfach wegen den Termiten und den Ameisen, das länger hält. Deshalb haben wir auch die Elemente gemacht und genauso müssen wir jetzt auch das Geländer machen, dass man das einfach wieder wegnehmen kann. Jetzt ist der Plan, wir schrauben hier solche Latten hin und dann kann man das Geländer hier oben und unten einhängen. Und dann kann man einfach mit 2 Schrauben das hier fixieren oder 3. Dann hält es und es ist relativ gut und schnell, dass man es wieder wegnehmen kann. Herrlich. Perfekt. So, gehst du da hin? So, die Geländer haben wir jetzt alle mal provisorisch hingehängt. Und jetzt müssen wir hier, wo nachher der Eingang ist, kommen noch 2 Pfosten ran. Dafür haben wir jetzt mal so ein Brett rausgesucht. Das müssen wir jetzt in der Mitte auftrennen. Ah, ist ein bisschen hart für die Säge. Aber was muss, das muss. So, die Geländer sind fest. Langsam wird es auch wieder zu heiß zum Arbeiten, daher gucken wir, dass wir jetzt fertig werden. Jetzt kommt oben noch ein bisschen so ein Abschlussbrett drauf, damit, wenn der Regen oben drauf geht, das nicht alles ins Hirnholz reinzieht. Und einfach, damit es ein bisschen einen schöneren Abschluss hat. Ah, und unten noch die Abschlussbretter. Hier. Die machen wir auch noch schön hin. Und dann ist gut. Perfekt. Wie ihr sehen könnt, haben wir die Terrasse doch auch fertig gekriegt. Es war jetzt interessant und für mexikanische Verhältnisse und alles auch nicht ganz so einfach. Normalerweise hätten wir geplant 1-2 Tage, aber es kam alles irgendwie ein Sturm, der uns den Strom genommen hat. Wir mussten alles von Hand machen und das alles bei 40 Grad. Aber es hat echt Spaß gemacht und wir sind echt froh, dass wir es gemacht haben. Ja, wir konnten auch den Jungs ein bisschen was handwerklich zeigen, die kriegen das sonst nicht so zu sehen. Und es hat sich doch herausgestellt, dass 1-2 von ihnen handwerkliches Talent und auch ziemlich viel Interesse dran haben. Vielleicht hilft es denen, ihren zukünftigen Weg ein bisschen zu planen oder zu überlegen, was sie machen in Zukunft. Es wird uns wirklich noch interessieren, ob euch solche Videos gefallen auf unserem Kanal. Da wir ja einen handwerklichen Hintergrund haben, machen wir das öfters und wir machen es auch gern. Also wenn ihr das mehrmals oder öfter sehen wollt, schreibt es uns mal unten in die Kommentare. Warum wir die Terrasse gebaut haben, haben wir vielleicht schon erwähnt, aber der Grund ist, dass aufgrund der Situation es natürlich keine Gäste mehr gibt und jetzt können Sie dieses kleine Bungalow, da ist ein Bett drin und ein Bad, können Sie jetzt wieder vermieten und das wird natürlich wieder eine Einnahmequelle für Sie sein. Ja, es ist so, dass sich Mission Surf, die Organisation, hauptsächlich über Sponsoren und Spenden finanziert hat. Wir verlinken euch mal unten die Webseite, dann könnt ihr mal reinschauen, wie sich das so zusammenstellt und was die so machen. Aber ein anderer Teil davon war einfach, dass sich das über das Gelände hier, über den Hotelbetrieb, über den Campingbetrieb
das war einfach auch ein großer Part, wo sie Geld einnehmen konnten, das einfach beide Locations und die Organisation unterstützt hat. Und klar, auch das ist jetzt die letzten 6, 7 Monate weggefallen komplett. Und man denkt immer, so ein Haus am Meer ist richtig schön, idyllisch und man hat eine schöne Aussicht. Aber ihr glaubt nicht, wie die salzige Luft und die Stürme dir ständig alles kaputt machen. Das ist unglaublich. Daher haben wir gesagt, sie haben oben auch noch einige Zimmer, die sie vermieten können im oberen Stock. Wir helfen ihnen jetzt da noch ein paar Tage, die Fenster zu reparieren, die Betten zu reparieren und ein bisschen die Ventis und so zu reparieren, einfach damit es wieder ordentlich ist und sie das vermieten können. Das heißt, der ganze obere Stock, und dann haben sie wirklich eine Einnahmequelle, wo sie sagen können, da kommt regelmäßig Geld rein. Ja, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Lasst uns ein Abo da, wenn ihr unsere Videos weiterhin mitbekommen wollt, wenn die rauskommen. Lasst uns bitte ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und zum Abschluss wollten wir sagen, adios! Tschüss!